Wir haben für euch heute ein österreichisches Buch mitgebracht, das viele österreichische Begriffe und Ausdrücke enthält. 5 davon werden wir euch heute erklären. Los geht's! Das Buch ist von Erwin Thoma und heißt Die geheime Sprache der Bäume. Für alle, die sich für Natur und Bäume interessieren, empfehlen wir das Buch auf jeden Fall. Erwin Thoma kommt wie wir aus Salzburg, aber aus einer anderen Region. Sie heißt Pinzgau und ist im Salzburger Land. Er verwendet im Buch also auch Begriffe, die wir sehr gut kennen. Legen wir los mit dem ersten Begriff. Begriff 1: Bub und Buben. Erwin Thoma verwendet in diesem Satz das Wort Buben. Der Bub oder die Buben im Plural ist ein typischer Begriff für der Junge oder die Jungen in Österreich. In unserem Dialekt würden wir zu der Bub Bur sagen und zu die Buben Burm. Auch der Duden stuft das Wort Bub als süddeutsch, österreichisch oder schweizerisch ein. Es gibt auch das Wort Bube mit einem E am Ende. Das verwenden wir persönlich aber nur zum Kartenspielen, denn der Bube ist eine bestimmte Spielkarte. Dazu haben wir auch schon einmal ein Video gemacht, schaut euch das gerne an. Erwin Thoma erwähnt auch einen anderen Begriff im Buch, der dem Begriff Bub, Buben sehr ähnlich ist, und zwar ist das Bursch oder Burschen. Das ist zwar nicht nur typisch für Österreich, bezeichnet aber auch einen jungen Mann. Einen Burschen würden wir etwas älter einschätzen als einen Burm. Begriff 2. Holler. Den nächsten Begriff sehen wir auf dieser Buchseite mehrere Male. Zum Beispiel in diesem Satz: Hollerbeerensirup ist gegen Husten viel besser. Der Hollersaft war in unserer Kindheit eines unserer Lieblingsgetränke und ist es auch heute noch. Und die Pflanze oder der Baum Holler sieht so aus. In Deutschland heißt Holler Holunder. Das erwähnt Erwin Thoma auch ein paar Zeilen darunter. Habt ihr auch schon einmal Hollersaft probiert? Das ist wirklich lecker. Wir verlinken euch ein Rezept unten in der Videobeschreibung. Begriff 3: Freilich. In diesem Satz verwendet Erwin Thoma den Begriff freilich. Freilich verwenden wir, um etwas zuzustimmen. Es bedeutet also ganz einfach ja, ja natürlich, selbstverständlich. Zum Beispiel könnten wir auch sagen: Kommst du zur Feier am Wochenende? Ja, freilich. Also ja, natürlich, selbstverständlich. Freilich ist laut Duden besonders süddeutsch. Tatsächlich verwenden wir persönlich es nicht so häufig, hören es aber oft. Für unser nächstes Beispiel haben wir einen sehr typischen Ausdruck in Österreich mitgebracht, und zwar es geht sich aus oder eben das Verb sich ausgehen. Erwin Thoma verwendet es in diesem Satz. Wenn es sich an diesem Tag nicht ausgeht, soll man zumindest darauf achten, die Zweige im zunehmenden Mond zu ernten. Wir verwenden sich ausgehen, wenn wir ausdrücken möchten, dass die vorhandene Zeit oder der vorhandene Platz ausreicht, genug ist. Oder eben nicht, wenn wir es verneinen. Zum Beispiel könnten wir sagen: Hast Lust, dass wir heute ins Kino gängern? Na, tut mir leid, es geht sich halt bei mir nicht aus, ich hab nur Deutschkurs. Oder: Ist im Auto nur Platz für meine Gitarre? Ja, das geht sich leicht aus, da ist nur genug Platz. Habt ihr diese Redewendung schon einmal gehört? Schreibt uns das gern unten in die Kommentare. Übrigens, in Deutschland gibt es diesen Ausdruck gar nicht. Das seht ihr auch in dieser Grafik vom Atlas zur deutschen Alltagssprache. In Österreich und Südtirol ist die Wendung ganz typisch, in Deutschland eben eher unüblich. Die Redewendung sich ausgehen haben wir auch schon einmal mit Anna vom YouTube-Kanal Natürlich German besprochen. Schaut euch das Video gerne noch einmal an. Im letzten Beispiel geht es ums Trinken, und zwar um alkoholische Getränke. Hier schreibt Erwin Thoma über den Apfelbaum und erwähnt auch den Apfelwein, der, wie er auch im Buch sagt, in Österreich Most heißt. Im nächsten Beispiel sehen wir 2 typische Wörter im Satz, und zwar Obstler und Schnapsal. Schnapsal könnt ihr sicher erraten, das ist ein Schnaps, ganz genau gesagt ein kleiner Schnaps. Denn in Österreich verwenden wir die Endung ERL als Verkleinerungsform. Zum Beispiel sagen wir auch zu einem Sack Sackerl oder zu einem kleinen Brot Weckerl. Und hinter dem zweiten Wort Obstler verbirgt sich der Obstbrand. Das ist ein stark alkoholisches Getränk, also eine Spirituose, die aus Früchten oder Beeren hergestellt wird. Im Buch ist es ein Obstler aus Birnen. Typisch sind aber auch Obstler aus Äpfel oder Zwetschgen. Kanntet ihr diese Begriffe bereits? Welcher war euer Favorit?
Lasst uns das gerne unten in den Kommentaren wissen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin wie immer nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß.